Hi und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute tauchen wir in das nächste spannende Thema ein, das immer wieder im Mittelpunkt steht: Frauen und das Altern. Altern ist ein natürlicher Prozess, der uns alle betrifft. Doch bei Frauen wird der Fokus immer wieder auf Begriffe wie Schönheit, Jugendlichkeit und Fitness gelegt. Wir alle haben eine klare Vorstellung davon, wie Frauen mit dem Älterwerden umgehen sollten. Aber was passiert, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden? Was passiert, wenn Frauen das Altern nicht mehr verbergen können? In diesem Video gehe ich auf die Unterschiede zwischen den gesellschaftlichen Erwartungen und der Realität ein. Ich möchte euch erklären, wie es sich anfühlt, damit konfrontiert zu werden. Werfen wir einen kurzen Blick in die Vergangenheit. In den 50er und 60er Jahren war das Altern für Frauen oft mit Scham und Stigma behaftet. Frauen wurden bereits ab 40 als alt und unattraktiv abgestempelt. In den 80er Jahren begann die Frauenbewegung, das Thema neu aufzugreifen und Frauen zu ermutigen, ihre eigene Lebensgeschichte zu erzählen. Der Umgang mit dem Altern stellt Frauen oft vor die Herausforderung, einen Spagat zwischen den gesellschaftlichen Erwartungen und ihrer persönlichen Realität zu meistern. Wir hören oft, dass Frauen alterlos erscheinen und mit 50 immer noch genauso attraktiv wie mit 20 sein sollten. Aber wie realistisch sind solche Erwartungen? Unsere Gesellschaft hat ein merkwürdiges Verhältnis zum Altern, besonders wenn es um Frauen geht. Frauen machen beeindruckende 85% aller kosmetischen Eingriffe aus. Online gibt es so viele Anti-Aging-Produkte, die versprechen, das Altern zu stoppen. Die Medien, die uns mit Bildern von Frauen überfluten, die scheinbar alterlos bleiben. Wir sind umgeben von Filtern und perfekten Momentaufnahmen. In diesem Strudel der Unrealität ist es völlig normal, dass wir vergessen, dass das Altern ein natürlicher Prozess ist, der von vielen Faktoren beeinflusst wird. Frauen zwischen 30 und 50 Jahren stehen oft unter einem enormen Druck, jung und attraktiv zu bleiben, insbesondere wenn sie in der Öffentlichkeit arbeiten. Frauen zwischen 50 und 70 sind besonders stark von Altersdiskriminierung betroffen, da sie für bestimmte Aufgaben entweder als zu jung oder zu alt wahrgenommen werden. Viele Frauen fühlen sich unsicher, wenn ihr Körper älter wird. Es ist ein Verlust an Attraktivität, Jugendlichkeit und Fruchtbarkeit. Auch die Beziehungen verändern sich im Alter. Also wir müssen unsere Rollen oder unsere Erwartungen ändern. Es gibt Frauen, die berichten von Depressionen, Ängsten und Schlafstörungen während ihrer Menopause, denn die Lebensphase kann dazu führen, dass Frauen das Gefühl haben, ihre Weiblichkeit zu verlieren. Und trotzdem gibt es auch Frauen, die damit klarkommen, die das Altern akzeptieren und sich eher auf ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit konzentrieren. Wenn ich an das Altern denke, fallen mir 1000 Gedanken ein. Es gibt ein Sprichwort, also in Hamburg sagt man das sehr, sehr oft: Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung. Aber was ist, wenn es kein schlechtes Altern gibt, sondern nur falsche Erwartungen? Und ich glaube, das ist der Punkt. Denn auch ich wurde damit schon konfrontiert, oder auch ich meine, gut, Ende 30 ist jetzt noch nicht das Ende des Lebens, aber es ist schon so, dass ich das Altern bemerke und auch, dass mein Umfeld das Altern bemerkt. Und ich hatte letztes Jahr eine Begleitung. Ich bin letztes Jahr im Urlaub gewesen und war ein paar Tage mit einem Mann unterwegs und wir waren auf so einer Insel. Ihr müsst euch das vorstellen. Sonne, Strand, Insel. Es gab ein kleines Café auf der Insel und neben mir saß auf einmal eine Frau. Die war wunderhübsch, haselnussbraune Augen, fast ergraut, also zu 80% ergraut, luftiges Kleidchen an, braless, ehrlich, und die schaute auf das Meer stilvoll und trank ihren Kaffee. Und ich konnte gar nicht mehr weggucken, so hübsch war sie. Sie war wirklich bildhübsch. Ich fand sie mega stilvoll, auch ihr Auftreten, ihr Charisma und keine Ahnung, sie war älter, aber trotzdem wunderhübsch. Und da habe ich zu meiner Begleitung gesagt: Schau sie dir an. So möchte ich auch älter werden. So möchte ich älter werden. Und dann fragt er mich ernsthaft: Wieso würdest du deine Haare nicht färben wollen? Ich meine, ich könnte mir dich nicht mit grauen Haaren vorstellen. Ich würde es nicht sexy finden. Kennt ihr das, wenn die romantische Stimmung plötzlich kippt? Ich auch. Nein, ich bin drüber hinweg. Also es hat mich jetzt nicht so getriggert, ne? Ich meine, er war mit seinen 35 Jahren mir sowieso etwas zu alt. Das war schon die absolute Grenze bei mir, ne? Also 35, das geht ja gar nicht. Aber
In dem Moment habe ich mich nicht wohl gefühlt. Er hat mir das Gefühl gegeben, okay, hättest du jetzt graue Haare, dann wäre ich damit nicht okay oder dann würde ich dich nicht gut finden oder nicht attraktiv finden oder wie auch immer. Das ist kein schönes Gefühl, weil man das Alter nicht aufhalten kann. Es ist ein natürlicher Prozess und nicht jeder möchte sich Botox spritzen und nicht jeder möchte aufgespritzte Lippen haben und keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Wie können wir diese Erkenntnisse nutzen, um die Wahrnehmung von Frauen im Alter zu ändern? Ich denke, dass wir die Gesellschaft immer wieder daran erinnern müssen, dass alle Frauen in ihrem ganzen Leben voller Liebe, Lachen und Freude sind. Viele Frauen haben Angst im Alter an Bedeutung zu verlieren, nicht mehr gehört zu werden. Die Wahrheit ist, dass sie trotzdem immer eine zentrale Rolle spielen werden. Auch ältere Frauen haben immer noch viel zu geben, viel zu teilen und viel zu sagen. Altern betrifft uns alle, Frauen und auch Männer. Und die wahre Schönheit liegt nicht nur in der Jugend. Es ist die Klugheit und die Weisheit vielleicht auch, die uns von innen schön macht. Das ist doch viel wert, das von innen geliebt zu werden. Ach komm, das war zu viel. Ja. Und wer weiß, ne, in 80 Jahren, in 80 Jahren, ich rede ja, in 80 Jahren bin ich immer noch hier. Wenn ihr eure eigenen Erfahrungen mit dem Altern teilen möchtet, schreibt sie in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Abonniert meinen Kanal, schaut euch andere Videos an. Bis dahin, habt eine schöne Woche, bleibt gesund. Tschüss.